Bessere Mixe ohne zusätzliches Plugin und ohne zusätzliche Kosten. Wie es geht, verrate ich dir nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One und heute wollen wir uns mal anschauen, wie man mit einem einfachen Trick das Mixergebnis deutlich verbessern kann. Und so viel darf ich verraten, wir brauchen kein neues Plugin, sondern alles ist eingebaut in Studio One. Worum geht's? Mono ist das Stichwort. Mono ist das neue Stereo. Ein Satz, den ich jetzt schon mehrfach gehört habe, mich aber eigentlich immer gefragt habe, was der wohl bedeutet. Wir erinnern uns, Ende der 60er wurde Stereo eingeführt. Das heißt, man hörte plötzlich Musik auf 2 Boxen und in den Studios brach der Wahnsinn aus, dass Instrumente gnadenlos nach links und nach rechts verteilt wurden. Bei den Beatles war zum Beispiel das Schlagzeug auf der einen Seite, Bass und Chöre auf der anderen Seite immer wild verteilt. Das heißt, wenn du in einem Restaurant zum Beispiel unter einer Stereoanlage auf der falschen Seite gesessen hast, hast du vielleicht nur Schlagzeug von Ringo gehört oder nur die Chöre und konntest nie so das Gesamtergebnis hören. Aber in den 70ern wurde es dann deutlich besser und die Pink Floyd zum Beispiel machten tolle Ergebnisse in Stereo, kreierten Soundwelten und verstanden das Medium Stereomusik immer besser und immer besser. Schnitt. Jetzt in den 2010ern ist es so, wenn ich in meinen YouTube-Kanal reingucke, dann kann ich nachschauen, welche Zugriffsmöglichkeiten meine User nutzen oder wo meine Musik gehört wird. Und 50% der Musik wird mobil abgehört. Und da kommen wir zum Problem. 50% der Musik wird mobil abgehört, das heißt 50% wird meistens in Mono abgehört. Denn iPads haben Monospeaker, zumindest soweit ich weiß, dann Handys haben Monospeaker, dann wird Musik vielleicht auch auf Radios gehört, die meistens einen Monospeaker haben, oder es ist generell so, dass man nie in der perfekten Stereomitte von einem Signal sitzt. Selbst wenn du im Auto sitzt, sitzt du nie genau perfekt in der Mitte, sondern entweder auf der linken oder auf der rechten Seite und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass unsere Mixe nicht nur in Stereo gut klingen, sondern auch in Mono. Und damit wir das garantieren können, braucht man natürlich die Möglichkeit, das Signal auch in Mono abzuhören. Und jetzt kommen wir zu Studio One. Da ist es relativ einfach, man braucht kein extra Plugin oder gar nichts, sondern man muss einfach nur hier auf der rechten Seite den Masterkanal nehmen und den habe ich jetzt hier mal markiert und da sieht man schon, wenn man hier reinzoomt, nein, braucht man nicht reinzoomen, hier auf der rechten Seite sieht man das Stereozeichen. Das bedeutet, dass dieser Kanal in Stereo gefahren wird und wenn ich den aber jetzt drücke, dann seht ihr, dass der plötzlich rot wird und nur ein einzelner Kreis da stehen bleibt. Und das bedeutet, dass das Signal jetzt plötzlich in Mono ist. Wir hören uns das Ergebnis dieses Klicks einfach mal an, indem wir einfach mal den Lemmy-Song abspielen, den ich hier gerade habe. Man hat es direkt gehört. Das Signal wird deutlich kleiner oder es wirkt zumindest kleiner. Die Stereobreite verschwindet plötzlich. Also ich hoffe, dass ihr das jetzt hier auch auf Stereo-Speakern abhört und nicht auf dem Handy, sonst wird der Effekt natürlich gleich 0 sein. Aber wenn ihr es auf Kopfhörern oder Stereoanlagen hört, dann werdet ihr natürlich sehen und hören, dass der Effekt immens ist. Obwohl bei diesem Song eigentlich fast nichts links und rechts stattfindet. Also wir haben das Schlagzeug in der Mitte, der Bass ist in der Mitte. Selbst die Gitarre, die das Thema spielt, findet in der Mitte statt. Das Einzige, was links und rechts außen ganz stark gepennt ist, sind die beiden Gitarren, die ich hier habe und die spiele ich jetzt mal solo ab. Wo ist denn der Solo? Da. Und ihr hört schon, wenn die beiden Signale plötzlich in Mono übereinander gelegt werden, dann kann es passieren, dass beide sich maskieren. Ich habe jetzt hier schon einen Equalizer draufgelegt. Maskieren bedeutet übrigens, dass das eine Signal Frequenzanteile des anderen überdeckt oder vielleicht im schlimmsten Fall ein Signal sogar das andere komplett verdeckt. Das kann man in Stereo nicht so wirklich hören, weil die linke Box natürlich unabhängig von der rechten Box was wiedergibt und dementsprechend trennen unsere Ohren das ganz sauber. Ist das Ganze aber in Mono zusammengefasst, dann hört man erstmal, welches Signal das andere verdeckt. Und beim Mischen hat mal jemand eine Anekdote erzählt, was ist richtiges Mischen und der hat gesagt, ja pass auf, wir haben 3 Gitarristen und von denen kommen die Mütter ins Studio und jede Mutter, die ja nicht geübt im Hören ist, muss trotzdem im Mix hören können, was ihr Sohn gerade gespielt hat und das kann man hauptsächlich durch gute Equalizer-Einstellungen hinkriegen, durch Kompressoreinstellungen und indem man das Gain-Staging, wie man im Englischen so sagt, also die Lautstärkeverteilung der einzelnen Kanäle hier justiert.
Wir haben jetzt also hier diese beiden Gitarren links und rechts und wenn ich die Equalizer mal ausmache, dann hört man, dass sie sich deutlich überlagern. Das liegt zum einen daran, dass ich mit dem gleichen Sound und mit der gleichen Gitarre gespielt habe und der Unterschied zwischen beiden eigentlich nur darin besteht, dass ich in verschiedenen Lagen gespielt habe. Aber nichtsdestotrotz kann man auch bei diesen beiden relativ gleichen Signalen dafür sorgen, dass die ein bisschen sich akustisch voneinander trennen. Ich zeige gleich sofort wie. Wir hören mal kurz rein, wie es ohne Equalizer klingt. Auch in Mono natürlich. Und ich habe bei beiden einen Equalizer draufgeladen, die mache ich jetzt mal an. Wir sehen auf der einen Seite, auf der linken Seite den Equalizer. Wir haben hier einen Highpass, dann haben wir hier eine Absenkung bei ungefähr 500 Hertz, die macht ungefähr 3 dB aus und wir haben eine Absenkung hier bei 2 Kilohertz, ungefähr auch 3 dB, die das Signal ein bisschen aufräumen soll. Und bei der rechten Seite, wenn ich jetzt klicke, seht ihr sofort, ich räume es mal hier ein bisschen mehr in die Mitte rein, könnt ihr sofort sehen, was jetzt hier im Bereich 2 Kilohertz passiert, nämlich da ist eine Anhebung um 3 dB. Und der Unterschied zwischen linkem und rechtem Signal, der hier bei 2 Kilohertz 6 dB insgesamt bedeutet, bei dem einen Signal habe ich ja 3 dB abgesenkt und bei dem anderen 3 dB angehoben, macht insgesamt 6 dB Differenz, sorgt für unser Ohr dafür, dass es deutlich leichter ist, die beiden Signale zu trennen. Und über solche Equalizer-Entscheidungen, ohne dass man den Sound jetzt großartig verbiegen kann, kann man ganz leicht auch in Mono oder gerade in Mono dafür sorgen, dass Signale, die sich vielleicht maskieren, in verschiedenen Frequenzbereichen, dass die voneinander getrennt werden und unser Ohr sogar in Mono in der Lage ist, die beiden Signale voneinander zu trennen. Sinnvoller wäre hier natürlich noch gewesen, unterschiedliche Linien vielleicht zu spielen, dann ist es noch einfacher fürs Ohr zu trennen, aber selbst bei relativ gleichen Signalen schafft man es, dass hier eine Trennung stattfindet. Und ja, so habe ich es gemacht, dass ich hier das gemacht habe. Was man noch besser machen kann in Mono als in Stereo, ist die Lautstärken einschätzen, speziell von den stark links und rechts gepannten Signalen. Denn wenn wir mal in Mono jetzt abhören, dann hören wir, dass die Gitarren, die gerade in Stereo noch links und rechts sauber laut genug gewesen sein mögen, dass die in Mono doch deutlich in den Hintergrund treten. Ich mache nochmal Stereo, schalte dann auf Mono und ihr werdet sehen, dass die Signale insgesamt irgendwie also zumindest die beiden Gitarren links und rechts, dass sie deutlich in den Hintergrund treten. Ganz klar zu hören und man kann auch dafür das Monomischen super nutzen, um die Lautstärkeverhältnisse zwischen den einzelnen Teilen super anzupassen. Das heißt, ich schiebe jetzt einfach mal die Lautstärke dahin, wo sie ein bisschen besser sein kann. Wir machen nochmal Stereo. Ne, jetzt machen wir Mono. Das war jetzt nur 1 dB, was ich nach vorne geschoben habe, aber in Stereo wird es super funktionieren und in Mono sind die beiden Signale dann auch gut zu hören. Ich spiele mal von vorne. In beiden Abhören gut zu hören, gut voneinander getrennt und ich bin mit dem Ergebnis jetzt relativ gut zufrieden. Wenn man deutlich mehr Stereosignale hat, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, die voneinander zu trennen, aber dafür ist das Monomischen ja eigentlich da. Deswegen mein Tipp an euch, mischt in Mono. Habt ihr noch Fragen dazu, irgendwelche Anregungen, die ich dazu noch weitere Erklärungen abgeben kann? Schreibt mir es unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Woche und bis dahin, Yassas.